Ein Wildpferd wurde in den Bergen gesichtet, dessen Hinterhufe grausam angekettet waren. Ohne zu zögern machte sich Adrian auf den Weg, um dem leidenden Tier zu helfen. Die Sonne kämpfte sich mühsam durch die dichten Wolken, als Adrian den einsamen Ort erreichte. Das Wildpferd stand einsam da, die Hinterhufe durch enge Ketten gefesselt, die sich tief in das Fleisch schnitten. Der Anblick war herzzerreißend und die Kälte schien die Verzweiflung des Pferdes zu verstärken. Entschlossen und mit einem schweren Herzen zog Adrian einen Schlafpfeil aus seinem Rucksack. Er wusste, dass er das Pferd betäuben musste, um die Ketten sicher entfernen zu können. Es war eine letzte Rettungsmaßnahme, um dem Tier die Freiheit zurückzugeben, die ihm genommen worden war. Der Pfeil traf sein Ziel und das Pferd sank langsam zu Boden, während die Substanz wirkte. Adrian arbeitete schnell, um die Ketten zu durchtrennen, die die unschuldigen Hufe des Tieres gefangen hielten. Die Kälte biss in seine Finger, aber seine Hände arbeiteten mit der Präzision eines Chirurgen, um das Pferd zu befreien. Als die letzten Ketten fielen, erhob sich das Pferd langsam, doch die Wirkung des Betäubungsmittels war nichts im Vergleich zu den Wunden, die die grausamen Fesseln hinterlassen hatten. Die Haut um die Hufe blutete und das Pferd hinkte leicht, als es versuchte, seine Beine zu bewegen. Adrian beobachtete das Pferd mit einem Gefühl der Ohnmacht. Er hatte geholfen, es von den physischen Ketten zu befreien, aber die Narben der Misshandlung waren tief. Doch dann geschah etwas Unglaubliches. Das Pferd, trotz seiner Verletzungen, näherte sich Adrian. Seine Augen spiegelten Dankbarkeit wider und es schien zu verstehen, dass dieser Mensch ihm geholfen hatte. Das Pferd senkte seinen majestätischen Kopf und ein Hauch von Zärtlichkeit lag in seinem Blick. In einem Moment der stillen Verbindung berührten Mensch und Tier einander auf einer Ebene, die Worte nicht ausdrücken konnten. Dann, ohne Vorwarnung, galoppierte das Pferd davon. Adrian beobachtete es, sein Herz schwer vor Freude und Trauer zugleich. In den folgenden Tagen erholte sich das Pferd langsam. Es wurde von einer liebevollen Pflegefamilie aufgenommen, die sich um seine Wunden kümmerte und ihm die Zuneigung schenkte, die es so lange entbehren musste. Das Wildpferd, das einst gefangen und gequält war, fand inmitten der Dunkelheit, der Grausamkeit, die warme Umarmung des Mitgefühls. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.